Hallo liebe Freunde meines Kanals. Im heutigen Video werde ich die Top-Fragen von euch beantworten, die ich seit dem letzten Frage- und Antwort-Video, nämlich im Oktober 2022, herausdestilliert habe. Aber heute kommt noch ein Kollege dazu, nämlich ChatGPT. Ihr habt ja sicherlich von diesem Wunder Artificial Intelligence Dings schon gehört und das ist ja in aller Munde und es wird die ganze Callcenter-Geschichte revolutionieren und eure Jobs wegnehmen und all solche Sachen. Das schauen wir uns heute mal an. Ich werde eure Fragen da reinfüttern, ein bisschen modifiziert natürlich, sodass das Ding damit umgehen kann und dann schauen wir uns gemeinsam die Antworten davon an. Okay, viel Spaß dabei! Die erste Frage ist leider eine kleine Ausnahme, die werde ich jetzt noch nicht in ChatGPT hineinfüttern, denn da muss ich ein bisschen dazu ausholen. Es gab zu meinem Video über den Synology Mail Plus Server ein bisschen Kritik, dass ich über die Seite mit dem Thema SPF, DKIM und DMARC etwas schnell drüber gegangen bin. Und eine Aussage war, dass mein Mail-Server komplett offen wäre für Spoofing und dass jeder mit meiner Domain irgendwelche E-Mails in der Gegend verschicken könnte. Und das hat mich dazu veranlasst, das mal genauer anzuschauen. Und das machen wir jetzt auch mal ganz kurz gemeinsam. Ich melde mich mal auf meine Synology an. So, da sind wir. Diese Fingerprint-Erkennung ist einfach schon was Tolles. So, jetzt gehen wir mal schnell auf den Dialog für den Mail Plus Server. Und hier verbirgt sich das Ganze ja hinter Security und Authentication. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann sind das alles Einstellungen, die Mail Plus Server verwendet, um eingehende E-Mails entsprechend zu prüfen. Das heißt, wenn ich hier SPF einschalte, dann heißt es Enable SPF Verification. Und alles, was ich selbst auf der sendenden Seite mit SPF konfigurieren will, muss ich auf meinem SMTP-Server machen. Und das gleiche gilt für DKIM. Hier dieses Häkchen erlaubt es mir lediglich, diese Option zu setzen, nämlich Enable DKIM Verification on Inbound E-Mails, das heißt auf eingehende E-Mails zu prüfen. Und wenn ich natürlich beides aktiviert habe, kann ich auch DMARC einschalten, klarer Fall, weil SPF und DKIM zusammen eben diese DMARC-Verifikation zulassen. Die einzige Ausnahme, das sendende Teil zu beeinflussen, ist DANE. Und das hatte ich ja auch schon in der E-Mail. Video über den Mail Plus Server schon initial gesagt. Da habe ich jetzt momentan einfach die Schwierigkeit, dass zwar mein DNS-Provider Amazon Route 53 DNSSEC unterstützt, aber ich keine TLS-A-Records anlegen kann. Von daher kann und will ich jetzt einfach nicht auf DANE eingehen, weil ich es einfach nicht durchkonfigurieren kann. Also nochmal zusammenfassend, was ich hier einstellen kann auf diesem Webinterface vom Synology Mail Plus Server, bezieht sich auf die Verifikation von eingehenden E-Mails, die Konfiguration von SPF und DKIM für ausgehende E-Mails. Das muss ich auf meinem SMTP-Server machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kann ich das beim Mail Plus Server machen? Die Antwort ist nirgends. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Synology davon ausgeht, dass alle Mail Plus Server, die im professionellen bzw. im produktiven Umfeld eingesetzt werden, immer mit einem Relay-Service betrieben werden. Und das habe ich mir mal angeschaut. Ich habe mein Mail Relay, das ich bei Amazon SES, also Simple Email Service habe, das habe ich mir mal angeschaut und tatsächlich haben die im Prinzip schon SPF und DKIM für mich automatisch bei der Anlage dieses Accounts oder dieser Mail-Domain schon eingerichtet. Und ich kann es zwar noch beeinflussen, aber im Wesentlichen, wie gesagt, findet das auf eurem Relay-Service statt, das ist das eine. Und natürlich bei eurem DNS-Provider, wo ihr dann die entsprechenden Text-Records dann entsprechend anlegen müsst. Das heißt,
SPF ist eine zweiseitige Sache. Das macht man zum einen Teil natürlich auf der Relay-Seite und natürlich ganz besonders, und wenn man sich die Dokumentation dazu mal anschaut, auf Wikipedia oder so, dann eben auf der Seite des DNS-Providers. Und das gleiche gilt auch für DKIM. Okay, erste Antwort. Schauen wir uns die nächste Frage an und die werden wir dann mit ChatGPT bearbeiten. Eine der Fragen, die so ein bisschen zwischendrin herauskam, war, wozu brauche ich den IMAP und was ist POP3 und was ist die bessere Variante? Und das füttern wir jetzt in das ChatGPT hinein. Das Ding spricht übrigens fließend Deutsch, ne? Also was ist der Unterschied zwischen IMAP und POP3? Mal schauen, was uns das Wunderteil jetzt liefert. So, IMAP und POP3 sind zwei verschiedene Protokolle, die verwendet werden, um E-Mails von einem E-Mail-Server abzurufen. Okay, wussten wir. Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden ist, dass IMAP die E-Mails auf dem Server belässt, richtig, während POP3 die E-Mails herunterlädt und sie von dem Server löscht. Genau, hatte ich glaube ich auch im initialen MailPlus-Video gesagt. Dadurch kann man mit IMAP von mehreren Geräten aus auf seine E-Mails zugreifen, während man mit POP3 nur von einem Gerät aus Zugriff hat. Das stimmt komplett. Aber einen der wesentlichen Vorteile hat es uns verschwiegen, nämlich, dass man mit IMAP eben eine Folderstruktur aufbauen kann und da seine E-Mails dann eben halt sauber in einer Ablagestruktur, einer selbstgewählten, selbstentwickelten Ablagestruktur dann unterbringen kann. Da hat es sich jetzt drüber ausgeschwiegen. Naja, sagen wir mal, halber Punkt für ChatGPT. War ja auch eine einfache Frage. Ja, die nächste Frage war, welche Backup-Option habe ich unter Synology? Hauen wir es mal rein. Synology, Doppelpunkt. Welche Backup-Optionen gibt es? So, schauen wir. Diesmal auch richtig getippt. Es lässt sich bitten. Das ist so ein bisschen das mit ChatGPT. Manchmal dauert es eine ganze Weile, bis dann eine Antwort kommt. Also es gibt verschiedene Backup-Optionen für Synology-Geräte. Einige davon sind Cloud Station Backup. Diese Option möglich ist, Daten von einem Synology-Gerät auf ein anderes Synology-Gerät oder einen Cloud-Speicherdienst wie Google Drive, Dropbox oder Amazon S3 zu sichern. Okay. Hyper Backup. Mit dieser Option können Sie Daten auf verschiedene Ziele wie externe Festplatten, Netzlaufwerke, Cloud-Speicherdienste und sogar auf andere Synology-Geräte sichern. Time Backup. Ja. Diese Option erstellt automatisch Sicherungen von Dateien und Ordnern zu bestimmten Zeitpunkten und ermöglicht es, ältere Versionen von Dateien wiederherzustellen. Dann Backup and Replication. Dies ist ein leistungsstarkes Backup und Replikationswerk, das Sie dann lesen können selbst. Und dann haben wir noch Cloud Sync. Mit dieser Option können Sie Dateien und Ordner von Ihrem Synology-Gerät mit Cloud-Speicherdiensten wie Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive und vielen anderen synchronisieren. Ich empfehle Ihnen, also hier ChatGPT empfiehlt, sich die verschiedenen Optionen anzusehen und die am besten für Ihre Anforderungen geeignet auszuwählen. Ja, sehr nett, finde ich gar nicht schlecht. Die Antwort ist einigermaßen komplett. Was fehlt, ist Glacier Backup. Glacier ist ein System von Amazon. Ihr wisst, ich arbeite mit Amazon und ich mag es eigentlich ganz gerne, alle meine Dienste von einem Provider zu beziehen. Deswegen bin ich davon halt ein Vertreter. Die alle mögen sicherlich mit Google oder Microsoft super zurechtkommen. Da denke ich, gibt sich keiner irgendwas. Das ist einfach eine persönliche Entscheidung. Wie gesagt, Glacier Backup ist eine Option von Amazon, die nicht integriert ist in irgendeines von diesen hier aufgeführten, aber es funktioniert im Prinzip gleich. Und ich zeige euch mal schnell, wie das Ganze dann tatsächlich auch in Live und in Farbe auf der Synology aussieht. Wir waren ja schon angemeldet und da haben wir einmal das Hyper Backup und an dem Beispiel zeige ich euch, was man sich hier so alles einrichten kann. Hier habt ihr die Speicherdienste von Synology C2 Storage. Ich glaube, das basiert sogar auf Amazon S3.
Bin mir da aber nicht ganz sicher, vielleicht weiß es einer von euch, könnt ihr kurz kommentieren, wenn ihr das wisst. Dann gibt es eben die verschiedenen Optionen auf andere NAS, also Network Synology NAS zu speichern. Local Folder und USB natürlich und noch eine Single Version. Keine Ahnung, was das jetzt ist, interessiert jetzt auch nicht wirklich. Dann haben wir die File-Server-Option mit AirSync, WebDAV und so weiter. Auch eine schicke Angelegenheit, wenn man eben lokal in seinem Netzwerk auf eine Linux-Box oder auf einen anderen File-Server speichern will, dann ist AirSync natürlich eine super Angelegenheit. Und dann haben wir die verschiedenen Cloud-Services, wie es das Ding auch schon erwähnt hat, Dropbox, Google Drive und ein paar andere, Microsoft Azure und S3 Storage, das ist Amazon S3 ohne Glacier, ist ein bisschen teurer. Muss man sich mal das Pricing anschauen. So, und wenn man sich das Ganze dann einrichtet, dann hat man eigentlich im Prinzip immer überall das gleiche Interface. Das ist auch über die verschiedenen Backup-Programme das gleiche. Ich zeige es euch jetzt noch schnell am Beispiel von Glacier. Das ist Glacier Backup. Wenn ihr das installieren wollt, wie üblich über das Package Center und dann gebt ihr zum Beispiel, wenn ihr Hyper Backup sucht, einfach nur Hyper ein. Da ist Hyper Backup oder dann im Fall von Glacier einfach das Wort hier eingeben und dann könnt ihr das dann installieren. Ich habe das wie gesagt schon installiert. Ich mache es mal schnell auf und ich habe hier schon so ein Testdings eingerichtet. Ich zeige euch mal ganz schnell, wie man das macht. Man klickt hier auf Backup, dann auf Action Create und dann kann man sich einen neuen Backup-Task anlegen und dann wird man hier dann eben durchgeführt, bis man dann zum Ziel kommt. Die Konfiguration zeige ich hier am Beispiel vom existierenden Testteil. Das war jetzt der Überblick. Ich sage hier Edit und da gebt ihr dann eben eure entsprechenden Anmeldeinformationen ein. Dann entscheidet ihr, und so funktionieren alle Synology Backup-Systeme, was ihr denn sichern wollt. Da tauchen zum Teil auch ganze Applikationen auf, wie jetzt zum Beispiel MailPlus, der Mail-Server. Da könnt ihr dann entscheiden, was ihr da alles im Prinzip speichern wollt. Das sind dann zum Beispiel die lokalen Mail-Accounts, das sind Quarantänedaten, Spam-Daten, also man hilft schon, sich das zu sichern und dann die Logiken von Spam Assassin zum Beispiel, aber man kann auch Shared Folder ganz im Detail dann speichern. Gehen wir hier mal auf Docker. Da habe ich eben hier meine Ablagen vom Docker-Container und da schließt sich vielleicht auch der Kreis für euch zu der Frage, wie kann ich meine Docker-Sachen gegen Desaster sichern. Das macht ihr hier eben, wenn ihr das sauber abgelegt habt. Dann müsst ihr praktisch nur das restoren und dann euren Docker-Container neu erzeugen. Gut, dann kann man, wenn man hier entsprechend alles ausgewählt hat, einen Backup-Plan dann anlegen, einen Zeitplan. Und ich empfehle immer den Advanced Schedule, also den erweiterten Plan, sich anzuschauen. Dann geht man hier rein, klickt auf Schedule Plan und dann kann man sagen, an welchen Tagen soll es denn laufen. Das kann man hier an- und ausschalten. Da gibt es Vorbelegungen, zum Beispiel täglich oder nur am Wochenende oder nur an Wochentagen. Das ist eigentlich ganz praktisch gemacht. Da muss man eigentlich selber rumklicken und dann gibt man eben die Uhrzeit an, wann es dann starten soll. Ganz bequem. Und dann hat man eben diese Angelegenheit sich zusammengezimmert. So funktioniert es mit allen Backup-Optionen auf der Synology. Und damit, denke ich, ist die Frage schon einigermaßen beantwortet. Da kann man natürlich noch ein Riesenvideo drum machen. Backup von zum Beispiel Synology Konfigurationsdateien. Wie mache ich denn das am besten? Wie oft und so weiter. Wie gesagt, füllt ein eigenes Video, soll jetzt im Q&A einfach nur mal genügen, was ich jetzt gerade erzählt habe. Ja, die nächste Frage bezieht sich auf das Video über meine Wildcard-Zertifikate. Und da war eine der Fragen, wie kann ich das ganze Ding eigentlich wieder loswerden, sodass ich von vorne anfangen kann. Hauen wir es mal ins ChatGPT rein. Ich habe die Frage schon mal vorgegrillt und habe das in meine Zwischenablage gelegt, da muss ich nicht so lange tippen. Die Frage lautet, wie kann ich acme.sh deinstallieren, wenn es unter dem Root-User installiert wurde? Okay, hau nochmal auf Enter.
Und hier kommt schon die Antwort, ging relativ zügig. Um acme.sh unter dem Root-Benutzer zu installieren, können Sie den folgenden Befehl ausführen. Sudo root.acme.sh/acme.sh uninstall. Stimmt. Und dann müsste man nur noch eine Kleinigkeit zum Schluss machen, nämlich mit dem rm-Befehl dieses Verzeichnis hier dann löschen. Das wäre dann eigentlich alles. Ja. Ganz brauchbare Antwort, sagen wir mal, gibt auch wieder einen Punkt. Einen Punkt. Okay. Ja, die nächste Frage bezieht sich auf mein Video zu Paperless NGX. Da haben einige von euch gefragt, was denn eine vernünftige Ordnerstruktur wäre, um seine Dokumente abzulegen. Füttern wir das auch mal hier in unseren Experten rein. Schreibe einen Vorschlag für eine Ordnerstruktur unter Paperless NGX. So, was kommt denn jetzt? Dokumente, Finanzen, Rechnungen, Kontoauszüge, Steuererklärungen, gar nicht schlecht. Verträge, gut. Arbeitsverträge, Mietverträge, Kaufverträge, Persönliches, Geburtsurkunden, Ausweise, Zeugnisse, klingt gut. Reiseunterlagen, Versicherungspolicen, Korrespondenz. Okay. Versicherungspolicen hätte ich jetzt vielleicht nicht unter Sonstiges abgelegt, sondern unter Verträge. Das ist ja eigentlich nichts anderes. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Was steht denn hier noch drunter? In dieser Struktur werden die Dokumente nach Themenbereichen sortiert und in Unterordnern weiter unterteilt, um eine einfache Navigation und Übersicht zu gewährleisten. Struktur an individuelle Bedürfnisse anpassen. Ja, irgendwie logisch. Okay, fragen wir diesen Experten doch nochmal, vielleicht gibt es noch einen weiteren Vorschlag. Schreibe einen weiteren Vorschlag. Also ich beziehe mich jetzt mal auf das, was ich vorher schon gefragt habe, und ChatGPT kann tatsächlich auf eine vorige Frage Bezug nehmen. Okay, ein weiterer Vorschlag für eine Ordnerstruktur unter Paperless NGX könnte so aussehen. Hoffe ich jedenfalls. Finanzen, Bankdokumente, Kontoauszüge, Überweisungen, Lastschriften. Naja, ich weiß nicht. Rechnungen, Eingang und Ausgang, klingt gut. Steuern, Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, Lohnbescheinigung, Lohnsteuerbescheinigung. Das ist jetzt vielleicht was, wo wir was für einen Kleinbetrieb haben oder für einen Freelancer oder jemand, der Leute beschäftigt und im Geschäftswesen tätig ist. Kein schlechter Vorschlag. Also man kann da tatsächlich vernünftige Antworten rausbekommen, und das würde ich jetzt tatsächlich als eine saubere Antwort gelten lassen. Ein weiterer Punkt für ChatGPT, mein neuer Kollege. Ja, eine weitere Frage, die ich häufig gelesen habe, ist, was bringt mir ein Docker McVLAN? Das bezieht sich eben auf die zahlreichen Videos, die ich bisher veröffentlicht habe, wo ich immer wieder auf McVLANs zugreife und den Docker-Containern da eben ein Heim gebe in diesen Netzwerken. Schauen wir uns mal die Frage an im Einzelnen. Also welche Vorteile bringt ein Docker McVLAN? Das Stichwort Docker ist an dieser Stelle wichtig. Denn wenn ich nur McVLAN eintrage oder angebe, dann bezieht sich die Antwort auf ein Unix bzw. Linux Operating System und nicht auf den Zusammenhang mit Docker. Schicken wir es mal ab und fragen unseren neuen Kollegen ChatGPT. Okay, ein Docker McVLAN bietet folgende Vorteile. Direkter Zugriff auf das physische Netzwerk. Ein McVLAN ermöglicht es Containern, direkt auf das physische Netzwerk zugreifen zu können, anstatt über ein virtuelles Netzwerk. Das ist richtig. Erhöhte Sicherheit, da Containern eine eigene IP-Adresse zugewiesen wird. Sehr korrekt. Kann der Zugriff auf das Netzwerk besser kontrolliert werden. Ganz genau. Bessere Leistung, da keine zusätzliche Netzwerkebene vorhanden ist, kann die Leistung verbessert werden. Boah. Unterstützung von Multicast und Broadcast. Durch den direkten Zugriff auf das physische Netzwerk unterstützt McVLAN auch Multicast und Broadcast. Das stimmt natürlich. Und Unterstützung von VLANs. McVLAN ermöglicht es, VLANs im Docker-Netzwerk zu verwenden.
Das habe ich bisher nicht gemacht, kann ich keine Aussage dazu machen. Ich nehme an, dass das korrekt ist. Aber wichtig ist natürlich das Thema, der Punkt Nummer 2. Container bekommen ihre eigene IP-Adresse, was schon super ist. Und dadurch kann ich den Netzwerkzugriff besser kontrollieren. Das stimmt. Und zwar, man kann sich jetzt ja da zum Beispiel eigene DNS-Records anlegen, die dann eben genau mit dieser IP-Adresse umgehen. Und dadurch hat man natürlich eine Entwirrung von verschiedenen Dingen. Aber eine Sache fehlt mir noch. Und das werde ich jetzt hier gleich als Frage eingeben. Nämlich hat dieses Biest vergessen, das Thema Ports zu erwähnen. Und hier dann beziehe ich mich wieder auf die vorherige Frage und schreibe dem neuen Kollegen: Du hast vergessen, die Verfügbarkeit des vollständigen Portspektrums für jeden Container zu erwähnen. Mal sehen, was er jetzt sagt. Oder sie oder es. Mit dem Gendern, das ist ja ein echtes Problem. Wie redet man mit so einem Ding? Muss ich jetzt das Sie sagen? Sie? Frau AI? Oder Herr AI? Oder hat das Ding gar kein Geschlecht? Eigentlich hat es gar kein Geschlecht. Das ist ein S, oder? Das AI. Also, schauen wir uns mal die Antwort an. Ja, ich habe tatsächlich vergessen, die Verfügbarkeit des vollständigen Portspektrums für jeden Container zu erwähnen. Naja. Ein weiterer Vorteil von Docker Mac WLAN ist, dass jeder Container das gesamte Portspektrum verwenden kann, anstatt von einem bestimmten Portbereich beschränkt zu sein. Auf einen bestimmten Portbereich beschränkt zu sein, hätte ich jetzt geschrieben. Dadurch können Anwendungen eindeutig und einfach identifiziert werden und es erleichtert auch die Verwaltung und den Zugriff auf die Anwendungen. Der eigentliche Vorteil geht jetzt aus dieser Antwort nicht unbedingt hervor. Der Vorteil ist natürlich, wie gesagt, dass ich praktisch den Docker-Container wie einen eigenen Computer ansprechen kann oder eine eigene VM. Und dadurch, dass ich dem Ding natürlich seine eigene IP-Adresse im Netzwerk gegeben habe, kann ich alle Ports von 0 bis 6535 verwenden. Und ich habe keine Port-Overlaps, auf die ich in irgendeiner Form Rücksicht nehmen muss, wenn ich nämlich das Mapping auf das Host-Netzwerk mache. Das heißt zum Beispiel auf das Synology, wenn ich jetzt einen Docker-Container auf Port 5000 horchen lassen wollte, weil es irgendwie nicht anders geht, dann hätte ich hier natürlich einen Port-Clash mit dem DSM, wenn ich es nicht geändert habe, auf der Synology. Ansonsten, wenn das nicht ginge, müsste ich auf der Synology dann irgendwelche Konfigurationen vornehmen, um das dann entsprechend wieder zu erlauben. Auf die Weise mit dem Mac WLAN habe ich das Problem überhaupt nicht. Tolle Sache. Und einen halben Punkt Abzug für eine schlechte Antwort an den Kollegen ChatGPT. Ja, eine weitere Frage, die ich bekommen habe, und das bezog sich auf meine Top 5 Apps auf Synology, nämlich den Synology DNS-Server. Da hat jemand gefragt, was bringt denn mir das Synology DNS überhaupt? Und das fragen wir jetzt unseren neuen Mitarbeiter. Welche Vorteile bringt mir der Synology DNS? Mal sehen, was es jetzt dazu sagt. Das ist ganz. Das ist nicht. Ist machen nicht. Red schon. Reden Sie nicht. Schreib schon. Das ist eine Schreibplatz. Muss ich einfach stimmen. Also da vergisst du ja. Also echt. Da merkt man halt, dass das Ganze, ich meine, die reden sich jetzt natürlich damit raus, dass sie überlastet sind und dass zu viele Anfragen reinkommen und so weiter und so weiter. Aber das zeigt halt, dass es nicht wirklich real-time funktioniert, das Ganze. Ja, auch wenn man jetzt da wirklich das produktiv einsetzen wollte. Ich glaube kaum, dass jemand so lange auf eine Antwort warten möchte. Ja, selbst wenn es eine Antwort ist, die nicht so dolle ist. Okay, da kommt was. Der Synology DNS, Domain Name System, bietet mehrere Vorteile. Darunter einfache Verwaltung. Ja, benutzerfreundliche Oberfläche. Ja, hohe Verfügbarkeit. Ja, nur dann, wenn meine Synology dann halt auch entsprechende Redundanz hat, dann würde ich sagen, hohe Verfügbarkeit möglicherweise.
An sich bräuchte man eigentlich 2 Synologies, um da entsprechend dann das DNS auch spiegeln zu können. Erweiterte Funktionen. Der Synology DNS bietet erweiterte Funktionen wie die Verwaltung von CNAME, MX und SRV-Einträgen. Ja, das kann eigentlich jeder DNS, sonst ist er kein DNS. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Im Vergleich zu Pi-hole, kann ich unter Pi-hole auch MX-Einträge verfassen? Glaube eigentlich nicht. Integrierte Sicherheitsfunktionen. Der Synology DNS bietet integrierte Sicherheitsfunktionen wie die Unterstützung von DNSSEC. Okay, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also ich habe DNSSEC jetzt bei Synology nicht wirklich wahrgenommen. Also da müsste man nochmal eventuell eintauchen und schauen, ob das tatsächlich zutrifft. Ist der Synology DNS API-fähig? API-fähig. Habe ich jetzt auch so noch nicht wahrgenommen. Also wie gesagt, da müsste man nochmal das zum Anlass nehmen, etwas tiefer einzutauchen und zu schauen, ob das auch tatsächlich zutrifft, was hier geschrieben wurde. Ja, die nächste Frage bezog sich auf die Synology Download Station. Und hier habe ich schon die Frage eingefügt, wie funktioniert der Browserzugriff auf die Synology Download Station? Und das ist ein recht cooles Ding. Da muss man sich im Prinzip mal vergegenwärtigen. Wir haben ja die Download Station über das DSM bedient, aber man kann auch einfach, ohne direkt aufs DSM zu gehen und dann die App aufzurufen, man kann direkt mit dem Browser darauf zugreifen. Und schauen wir mal, was unser neuer Support-Kollege zu dem Thema zu sagen hat. Lässt sich wieder bitten. Aha, der Zugriff auf die Synology Download Station über den Webbrowser erfolgt über eine Web-Oberfläche, die auf dem Synology NAS gehostet wird. Das stimmt. Um auf die Download Station zuzugreifen, müssen Sie die IP-Adresse Ihres NAS im Browser eingeben und sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie die Download-Aufgaben verwalten, Dateien herunterladen und hochladen und die Einstellung vornehmen. Wie lautet die entsprechende URL? Das wollen wir ja wissen, oder? Und nachdenken. Ja, nach ewigem Warten kam jetzt eben diese Fehlermeldung. Ja, ich denke, das hat wenig Sinn, hier weiterzumachen. Schauen wir es uns mal direkt auf der Synology an, denn ganz so einfach ist es nämlich auch nicht. Ich melde mich mal schnell an. Was man machen muss, ist, man muss ein bisschen Konfiguration vornehmen, denn praktisch aus der Tüte funktioniert es nicht. Ihr geht also aufs Control Panel, dann geht ihr auf das Login-Portal und hier klickt ihr auf Applications und da findet ihr dann einen Eintrag für eure Download Station. Markieren, also draufklicken auf die Zeile, dann auf Edit gehen und jetzt müsst ihr hier einen Alias eintragen. Ohne den Alias funktioniert das nicht. Da könnt ihr das Ganze nehmen, wie es hier steht, zum Beispiel Download. Und tatsächlich wird dann auch diese URL funktionieren. Ich klicke mal auf Save und dann rufen wir das mal einfach auf. http wir sind ja hier im LAN 192.168.1.10/Download und hier ist unsere Download Station. Also jetzt schauen wir mal, ob das auch mit HTTPS funktioniert. Und wie erwartet geht auch das. Das war im Prinzip das ganze Geheimnis. Ihr müsst einfach nur auf eurer Synology hier im Login-Portal bei Applications entsprechend den Alias pflegen. Fertig. 0 Punkte für den Kollegen ChatGPT. Ja, die nächste Frage war, ob es auch Apps für Vault Warden gibt. Und so wie für Bitwarden zum Beispiel, fragen wir unseren Support-Kollegen hier mal, gibt es eine Möglichkeit, Vault Warden auch per App zu erreichen, so wie es auch bei Bitwarden geht?
So, jetzt mal hoffen wir mal, dass es eine bessere Antwort gibt als vorhin. Oh, ich kann nicht bestätigen, ob es eine mobile App für Vaultwarden gibt. Bitwarden ist jedoch eine beliebte Passwortmanagement-Software, die sowohl für Desktop als auch für mobile Geräte verfügbar ist. Ich empfehle Ihnen, auf der Webseite von Vaultwarden nach Informationen über mobile Anwendungen zu suchen, bla 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 bla, oder im Kundendienst, was weiß ich. Also es ist eine echte Gummi-Antwort. Ich gebe euch jetzt die echte Antwort. Es funktioniert unter Vaultwarden mit jeder Bitwarden-App. Das heißt, ihr geht einfach auf bitwarden.com, klickt auf Download und versorgt euch hier mit den entsprechenden Apps und startet die. Ich habe das hier schon mal für mich gemacht. Ich habe hier die Bitwarden-App und ich kann hier unter Settings, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das genau aussah, als das Ding noch jungfräulich war, aber ihr geht einfach hier auf Settings und da könnt ihr bei Self-Hosted Environment eben eure Server-URL eintragen und schon geht's los. Das kann also, das sollte auf jeden Fall HTTPS-seitig versorgt sein, denn Vaultwarden besteht auf einer SSL-Verbindung und es sollte auch so sein, dass ihr einen Fully Qualified Domain Name nutzen könnt. Okay? Aber dann funktionieren im Prinzip alle Bitwarden-Apps genauso mit Vaultwarden. Auch die fürs Smartphone. Die nächste Frage ist so eine richtige Support-Frage. Und zwar hatten einige unter euch Probleme, einen User für Vaultwarden anzulegen auf dem Webinterface. Und ich habe die Frage schon in der Zwischenablage. Das ist also Vaultwarden. Ich kann keinen Benutzer anlegen. Fehlermeldung lautet, ein Fehler ist aufgetreten. Registration not allowed or user already exists. Schauen wir mal, was unser neuer Support-Kollege hier zu sagen hat. Es sieht so aus, als ob es ein Problem beim Erstellen eines Benutzers für Vaultwarden gibt. Nee, ehrlich? Die Fehlermeldung Registration not allowed or user already exists deutet darauf hin, dass entweder die Registrierung nicht erlaubt ist, wow, oder der angegebene Benutzername bereits vorhanden ist. Nee, wer hätte das gedacht bei der Fehlermeldung? Stellen Sie sicher, dass die Registrierung aktiviert ist. Nee. Und dass der gewählte Benutzername noch nicht verwendet wird. Boah. Jetzt bin ich aber echt sprachlos. Und wenn das Problem weiter besteht, soll man sich an das Vaultwarden Support Team wenden. Also, naja, ist ganz einfach. Schauen wir es uns mal an. Wenn dieses Problem auftritt, dann müsst ihr auf eure Vaultwarden Admin Konsole gehen. Die erreicht ihr folgendermaßen. Ihr gebt die URL von eurem Vaultwarden Service ein. So, und jetzt anstatt dieses Login, diese Login-URL zu verwenden, verwendet ihr am Ende /admin. Okay? Am Ende hinter eurem Fully Qualified Domain Name mit HTTPS, also diese URL, einfach hinten dran /admin eingeben und dann werdet ihr aufgefordert, euer Admin-Token einzugeben. Das habt ihr vergeben, als ihr euren Docker-Container angelegt habt. Okay? Dann gebt ihr das ein. Und dann erhaltet ihr eben genau dieses Fenster. Dann geht ihr auf General Settings. Und hier gibt es einen Punkt, der heißt Allow New Sign-ups. Und wahrscheinlich ist der bei euch nicht angehakt. Das heißt, für euren initialen User, für den ersten User, den ihr anlegen wollt, müsst ihr das auf jeden Fall aktivieren, dieses Häkchen. Später von diesem Admin-User, den ihr euch da angelegt habt, oder von eurem ersten User aus, könnt ihr Einladungen verschicken. Das funktioniert auch bei abgeschalteten Allow New Sign-ups. Okay? Das geht dann immer. Aber auf jeden Fall einfach mal prüfen, ist Allow New Sign-ups tatsächlich eingeschaltet. Und wenn ihr dann immer noch diese Fehlermeldung bekommt, dann ist dieser Username, den ihr verwenden wollt, nicht verwendbar. Dann müsst ihr euch einen anderen ausdenken. Aber das ist in der Regel das Hauptproblem.
Ja, das bringt mich zum Fazit dieser Runde. Ist unser neuer Support-Mitarbeiter ChatGPT voll tauglich? Ich würde sagen, mit Vorsicht zu genießen, denn die Antworten sind entweder stark stereotyp oder zum Teil nicht vollständig. Und die vollständig sind, da wäre man wahrscheinlich sogar selber drauf gekommen nach einer Weile nachsuchen. Also ist AI in der Lage, euren Job zu ersetzen oder den von irgendeinem Support-Mitarbeiter? Vielleicht in einem sehr einfachen First-Level-Bereich ja, aber sobald es ein bisschen tiefer ins Detail geht, vergesst es einfach. Ja? Also wie gesagt, man würde es auch sehr schnell merken, weil die Antworten doch auch stark stereotyp sind, die da rauskommen. Aber wer eben halt keinen Support Interface hat und für den ist natürlich so ein Ding gefundenes Fressen, ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Ja. Aber bis das irgendwo höher qualifizierte Jobs erreicht, das dauert noch. Obwohl das Ding, die Fortschritte sind echt erkennbar. Also ich würde mal jetzt nicht sagen, dass es noch 10 Jahre dauert, sondern in 1, 2 Jahren. Da sind die Dinger, je mehr Informationen da drin steckt, schon in der Lage, auch vernünftiger oder detailliertere Antworten zu geben. Ja, das bringt mich zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch was gebracht oder es hat wenigstens Spaß gemacht zuzuschauen. In beiden Fällen würde ich mich riesig über euer Like freuen. Ansonsten wäre ich natürlich super dankbar, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und dann am besten auch gleich auf die Glocke klicken, denn dann verpasst ihr auch keins von meinen zukünftigen Videos. Für heute aber vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.